Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind Heroes of Might and Magic Olden Era for Release. Das gleiche gilt für Space Drilling Station, Pompeii the Legacy 1.0 Version erschienen, erstes Ingame-Video zu Tropico 7 und neues Entwicklungsupdate zu The First Explorers. Also, schnell noch auf den Abo-Button hämmern und dann geht's los. Bevor wir beginnen, möchte ich euch noch ganz kurz meinen Partner Xmod vorstellen, mit dem ihr im Grunde Spiele im Singleplayer manipulieren könnt und so eure Spielerfahrung ganz einfach nach eurem Belieben verändert. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit dem gerade erschienenen All Will Fall, welches massiv von Xmod profitiert, also falls ihr für solche Spielereien empfänglich seid. Denn so müsst ihr zum Beispiel nicht mühsam alle Forschungen freischalten, sondern könnt direkt aus dem Vollen schöpfen und euch ganz aufs Bauen konzentrieren. Xmod ist in seiner Testversion kostenlos und kostet darüber hinaus auch nur ein paar Euro im Monat. Wem es gefällt, darf dann gerne noch auf meinen Code ZL65 zurückgreifen und bekommt das Ganze dann nochmal zusätzlich 35% günstiger. Viel Spaß beim Ausprobieren! Nach 11-jähriger Pause kehrt mit Olden Era die bereits 30 Jahre alte Fantasy-Serie Heroes of Might and Magic zurück. Das Spiel war ursprünglich Ubisofts erster Versuch, sich an einem Early Access Modell zu versuchen, ehe man dann doch lieber die Publisher-Rechte komplett an Hooded Horse abtrat, aber gleichzeitig natürlich die Rechte am Franchise behielt. Olden Era wurde erstmals auf der Gamescom 2024 angekündigt und erscheint jetzt, wie auch ursprünglich geplant, als Early Access Titel am 30. April. Serientypisch kämpft ihr hier rundenbasiert strategische Fantasy-Gefechte, was in eine tiefe RPG-Mechanik verwoben ist. Fans der alten Teile dürfen sich also freuen, alle anderen schauen sich am besten erstmal die bereits jetzt verfügbare Demo an. Space Drilling Station hätte ich tatsächlich fast verpasst, wurde aber vom Publisher dankenswerterweise höchstpersönlich darauf aufmerksam gemacht. Denn das Ding hier sieht nicht nur spannend aus, sondern auch richtig gut. In Space Drilling Station ist es, wie der Name schon andeutet, eure Aufgabe, einen übergroßen Erdbohrer auf einem fremden Planeten zu bauen und gleichzeitig zu verwalten. Ihr habt hier also quasi einen Citybuilder direkt auf dem Bohrer mit streng begrenztem Platz, den ihr daher mit mehreren Stockwerken nach oben erweitert. Um im Spiel weiterzukommen, müsst ihr hier nicht nur die geförderten Ressourcen verarbeiten und weitersenden, sondern euch gleichzeitig auch um euer Personal kümmern und deren Aufenthalt auf der Bohrinsel für mehr Effektivität so bequem wie möglich machen. Das ganze Spiel wurde im Alleingang von einem Schreiner namens Damien entwickelt, der sich in der Corona-Zeit kurzerhand die Spieleentwicklung angeeignet hat. Respekt! Space Drilling Station startet am 20. April exklusiv auf Steam in den Early Access. Citizens. Ebenfalls von nur einem Solo-Dev ist Pompeii the Legacy, also quasi der Citybuilder-Gegenentwurf vom diese Woche enthüllten Anno 117 DLC, den ich dann aber nächste Woche in den Anno News in einem eigenen Video vorstellen werde. Jedenfalls, um zu Pompeii zurückzukommen, kann sich der 6-monatige Early Access durchaus sehen lassen. So wurde beispielsweise die Story-Kampagne vervollständigt, dynamische Wetterereignisse wie Lava-Asche ergänzt, was dann natürlich auch Folgen hat, und neben Arena-Kämpfen auch die wichtige Aquäduktmechanik überarbeitet. Mit dem Full-Release diese Woche soll aber noch nicht Schluss sein. So möchte ein Mandev Siskia nochmal die komplette Kampfmechanik überarbeiten, Modding-Support ergänzen und auch Controller-Support anbieten. Real ones from Africa. Excellent. Friends.
Tropicans. The world is changing, but one thing stays the same. Me. Bereits zum 7. Mal dürft ihr in Tropico 7 mit El Presidente einen Inselstaat terrorisieren, natürlich zu Wohl und Reichtum führen. Tropico 7 wurde letztes Jahr auf der Gamescom angekündigt und befindet sich aktuell in einer Closed-Beta-Phase. Diese Woche wurde jetzt, wenn auch nur für 20 Sekunden, erstes Ingame-Material einer baubaren Stadt demonstriert, was auf den ersten Blick durchaus einen starken Eindruck macht und definitiv Lust auf mehr hinterlässt. Tropico 7 soll noch dieses Jahr erscheinen und im Vergleich zum Vorgänger neben hübscherer Grafik auch größere Inseln, mehr Szenarien, ein neues Terraforming-Feature und ganz spannend auch ein überarbeitetes Militärsystem bieten, mit welchem ihr dann eure Bevölkerung unterdrücken, ich meine natürlich beschützen könnt. Dear Tropicans, a ruler never reveals all his cards at once. Zum Abschluss, und das freut mich wieder ganz besonders, kann ich euch wieder ein Entwicklungsupdate zu The First Explorers mitgeben. Also zu dem Spiel, auf das hier die meisten wahrscheinlich am sehnsüchtigsten warten und welches immer mehr den Eindruck vermittelt, bereit für eine Demo zu sein, die ja auch tatsächlich noch irgendwann dieses Jahr kommen soll. Fun Fact: Ich durfte es schon vor 2 Jahren auf der Zocker Lounge LAN in Frankfurt anspielen und war schon dort, wie alle anderen Teilnehmer übrigens auch, hellauf begeistert. Die Entwicklung fokussierte sich schon wie im Februar auch im März fast primär auf den wichtigen Militäraspekt des Siedler-like-Titels und führte mit der Torbelagerung und dem darauffolgenden Hofkampf auch noch gleich 2 super spannende Mechaniken ins Spiel ein. Im Grunde bedeuten beide Mechaniken, dass Verteidiger eines Militärgebäudes im Angriffsfall versuchen, das Tor zum Innenhof zu verteidigen, was andersrum die Angreifer zunächst durchbrechen müssen. Sollte der Angriff schon hier scheitern, beginnen die siegreichen Verteidiger anschließend umgehend mit der Reparatur des Tores, falls notwendig. Sollte allerdings das Tor fallen, verlagert sich der Kampf auf den Innenhof des Gebäudes zur finalen Eroberungsschlacht. Falls die Angreifer siegreich sind, geht das Gebäude mit dem dazugehörigen Land in bester Siedlerlogik in dessen Besitz über. Vielleicht kann ich euch die spannende Mechanik demnächst mal genauer in einer neuen Folge Explorer News vorstellen. Bei Sebastian angefragt habe ich das schon, weil ich denke, dass das einige von euch sehr interessieren dürfte. Darüber hinaus wurde aber auch das immer besser werdende Pathfinding verfeinert, also die Wegfindung eurer Siedler, und an der Bot-KI geschraubt. Auch hier wieder ein super spannender Punkt, dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Kommende Woche schauen wir uns dann, wie eben schon angesprochen, den ersten Content-DLC für Anno 117 genauer an und somit euch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche.